Hi und herzlich willkommen zurück. Ich bin Manuela. Hier habe ich ganz viele Collagepapier neu gemacht, weil ich einfach nicht mehr so viel hatte. Und ich war in diesem Flow und wollte ein paar Collagepapiere machen. Und ich dachte mir, ich mache auch ein Collagepapier für das Projekt oder für das Bild, was ich jetzt gerne machen möchte. Ähm, Ich mache hier 2 Blätter, weil ich in diesem Moment nicht wusste, möchte ich einen blauen Hintergrund haben oder ein grau-rosa Hintergrund. Den habe ich leider nicht gezeigt, aber ihr seht es dann, wie es fertig aussieht. Und ja, jetzt habe ich ein paar Collagepapier fertig gemacht und jetzt habe ich wieder ein paar und ja, es macht mir mega viel Spaß, Collagepapiere zu machen. Hier nehme ich einfach einen günstigen Pinsel. Der ist jetzt von Action. Ihr könnt auch einen Pinsel vom Baumarkt kaufen. Muss jetzt nicht speziell sein. Hier nehme ich ein Kopierpapier, ein ganz gewöhnliches Kopierpapier und habe es ein bisschen nass gemacht. Und dann gehe ich einfach ein bisschen mit der Farbe darüber, nichts Spezielles. Und zuerst wollte ich ein blauer Hintergrund und dann dachte ich, nein, ich mache noch ein grau-rosa und der gefiel mir dann im Endeffekt besser als dieser blaue Hintergrund. Und wie gesagt, es ist jetzt nichts Spezielles. Man kann nachher noch mehr daraus machen, mit Strukturpaste darüber gehen oder mit der Schablone. Und die anderen Collagepapier, die ich gemacht habe ich beidseitig gemacht, also beide Seiten angemalt. Aber sie sehen nicht immer oder sie sehen von den Farben nicht alle gleich aus. Ein bisschen pastelliger. Und hier kommt das, was ich am liebsten mag. Ich zerknülle das Papier, dann gibt es eine wunderschöne Struktur, das mir sehr gefällt. Und hier nehme ich einfach die Farbe, die ich noch hatte. Möchte ich nicht verschwenden, darum habe ich einfach noch dieses Papier auch noch gemacht. Und ja, wenn man das Papier knüllt, dann gefällt es mir eher besser, als wenn es flach ist. Aber das ist Geschmackssache. Ja, und hier verbrauche ich einfach meine Farben, die ich noch hatte, auf meiner Glasmatte. Und so sehen jetzt die beiden aus. Also den blauen habt ihr ja schon gesehen. Und das ist der grau-rosa. Und der gefällt mir jetzt viel besser. Hier nehme ich eine Schablone mit Ästen und Blumen.
Hier nehme ich die 3 Farben, Cappuccino, Budi und ich denke ein Titaniumweiß. Also ich vermische das Rot mit Weiß zusammen, dass es ein bisschen heller wird. Und dafür nehme ich mein Bürstchen. Ja, es ist einfach nicht so leicht, wenn das Papier nicht flach ist. Ähm, es hat ja eine Struktur drin und dann ist es ein bisschen schwieriger, als wenn das Blatt flach ist. Und hier ist dann mir ein bisschen zu viel Farbe in die Schablone rutscht. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Es kann passieren, wenn man zu viel Farbe auf dem Pinsel hat oder auf der Bürste, kann es unterlaufen in die Schablone. Und hier sieht man es. Und hier nehme ich eine Schablone, die nur Äste hat. Ja, um ein bisschen mehr aufzupeppen mit Ästen.
Und jetzt werde ich alles, was nicht so gut ist, sage ich jetzt mal, werde ich korrigieren mit einem Pinsel, mit einem dünnen Pinsel, dass es ein bisschen, ja, ineinander passen, die Äste. Und wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig wegen der Struktur, ja, aber es funktioniert und man muss ein bisschen geduldig sein, vielleicht ein bisschen ein paar Mal darüber gehen, aber es klappt schon. Und man kann auch, wenn jetzt etwas rot gewesen ist, kann man gut mit Braun darüber gehen. Das ist bei Acrylfarben so, dass man nochmals darüber gehen kann. Und das finde ich bei Acrylfarben so toll. Hier nehme ich ein goldiger Stift und mache die Blüten, also den Punkt in die Blüte rein. Und hier werde ich einfach ein paar Highlights machen. Zuerst habe ich den falschen Stift genommen, das war ein silberiger Stift. Nachher, also jetzt gehe ich mit dem weißen Stift darüber und mache ein paar Highlights. Nicht überall, nur ein bisschen, das genügt. Man kann auch überall machen, also wie ihr das möchtet. Und hier nehme ich mein Diener Wickli Buch. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Es hat ja auch Stoff drin. Und ich werde es auf den Stoff aufkleben. Dafür habe ich unten ein Backpapier darunter gelegt, dass es nicht kleben bleibt. Und das Blatt ist halt ein bisschen zu lang. Ich habe einfach geschaut, dass die Blüten in der Mitte, dass die Blumen in der Mitte sind. Den Rest schneide ich dann ab. Ich nehme diesen Kleber, Floral heißt der ist auch gut für Textilien. Wird alles angeklebt. Den Rest schneide ich einfach ab.
Und diese Bücher habe ich jetzt verwendet von Martha. Und die Bonusseite, die ganz viele Vögel hat, weil ich wollte ganz viele Vögel auf den Ästen haben. Hier ist alles schon angeklebt. Jetzt werde ich alles noch schattieren. Was ich mega cool finde, ist die Bäume auch ein bisschen zu schattieren. Ähm, ja, das gefällt mir sehr. Sieht für mich ein bisschen realistisch aus, wenn man die Äste auch ein bisschen schattiert. Ja. Ja, und so sieht meine fertige Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich sehr freuen und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschüss.